Hallo und schön, dass du wieder bei Ride On with Friends eingeschaltet hast. Heute möchte ich eine Fragestellung aus der Zeitschrift Motorrad aufgreifen. Womit planen die meisten Motorradfahrer aktuell ihre Reisen? Gleichzeitig stellt sich die weiterführende Frage, wie ein wirklich optimales Roadbook für die Motorradreiseplanung aussehen sollte. Nach einer aktuellen Umfrage der Zeitschrift Motorrad nutzen bereits rund 2/3 der befragten Motorradfahrer ausschließlich digitale Medien zur Reiseplanung. Doch ein Reiseführer mit aufgezeichneten Tracks zum Download bietet in der Praxis nur einen begrenzten Mehrwert. Warum das so ist und welche Lösungen künftig sinnvoller sind, zeige ich dir am Beispiel meines neuesten Tourenpakets für Schottland. Dabei wird auch deutlich, weshalb ich meinen bisherigen Ansatz grundlegend weiterentwickelt habe und welche konkreten Veränderungen ich künftig umsetzen werde. Mehr Aufwand, aber auch mehr Nutzen für jeden Motorradfahrer. Gleichzeitig bekommst du einen Einblick, wie meine nächste Generation digitaler Reiseführer aufgebaut sein wird. Meine Generation von Motorradfahrern kennt sie noch gut, die prall gefüllten Bücherregale mit Titeln wie Pässe-Atlas, die schönsten Motorradtouren der Alpen, traumhafte Bikerstrecken oder Roadbooks für unvergessliche Reisen. Doch auch bei mir werden diese klassischen Reiseführer zunehmend von digitalen Medien abgelöst. Nicht zuletzt deshalb, weil sich meine Anforderungen an die Reiseplanung im Laufe der Zeit deutlich verändert haben. Gedruckte Reiseführer sind auf Motorradreisen wenig praktikabel und kaum sind sie gedruckt, verlieren sie schon schnell an Aktualität. Oft stehen auch visuelle Eindrücke und persönliche Erlebnisberichte der Autoren im Vordergrund, während begleitende Videoinhalte zu den beschriebenen Touren eher die Ausnahme sind. Digitale Wegpunkte mit kompakten Informationen zu empfehlenswerten Sehenswürdigkeiten werden nur selten als Basis für eine eigene Routenplanung angeboten. Schön zu lesen und zu betrachten, aber für eine effiziente Routenplanung ungeeignet. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die digitale Aufbereitung der Touren. Selbst wenn entsprechende Inhalte zur Verfügung stehen, handelt es sich häufig lediglich um einzelne Streckenabschnitte, anstatt um eine vollständig ausgearbeitete Motorradrundreise mit einer durchgängigen Routenführung sowie einer nachvollziehbaren Entfernungs- und Zeitplanung. Besonders problematisch ist die Bereitstellung von reinen GPS-Tracks ohne ergänzende Wegpunkte. Diese stellen lediglich aufgezeichnete Routen dar, die keinen Spielraum für individuelle Anpassungen lassen. Darüber hinaus sind sie für Navigationsgeräte häufig nur sehr eingeschränkt geeignet, da bei Abweichungen von den ursprünglichen Strecken keine zulässige Neuberechnung der Route erfolgen kann. Ich habe in den letzten Monaten von euch viele Anfragen und auch Anforderungen bezüglich Planung individueller Routen erhalten. Jeder, der selbst eine Motorradreise plant, kennt die Situation. Stundenlange Internetrecherche, Studieren von Reiseliteratur und Austausch mit Gleichgesinnten in diversen Foren. Begleitend schaut man sich den einen oder anderen Film in YouTube an, holt sich Inspirationen, speichert die Sehenswürdigkeiten als mögliche Ziele und plant und kalkuliert die Etappen durch. Wer bereit ist, den damit verbundenen Recherche- und Planungsaufwand zu investieren, empfindet diesen Prozess nicht selten als Teil der Vorfreude auf die bevorstehende Motorradreise. Doch was ist, wenn Zeit, Motivation oder auch die notwendige Erfahrung fehlen? In solchen Fällen bestehen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt sich einer geführten Reisegruppe an oder man greift auf ein bereits durchgeplantes Tourenpaket zurück. Mein Ansatz Ready to Ride, also fahren statt planen, bedeutet für mich insbesondere bei meinen Scouting-Touren eine deutliche Entlastung. Im Kern beschränkt sich die Vorbereitung dann auf die Buchung von Unterkünften, Fähren oder gegebenenfalls Flügen, bevor die Reise direkt starten kann.
Die ausgearbeiteten Strecken bieten dabei dennoch ausreichend Flexibilität, um sie individuell an die eigene Reisedauer sowie den persönlichen Fahrstil anzupassen. Am Beispiel meines Ready-to-Ride Roadbooks der neuesten Generation für eine Motorradreise nach Schottland möchte ich dir zunächst einen kompakten Überblick über die einzelnen Komponenten geben, bevor wir im nächsten Schritt auf die inhaltlichen Details eingehen. Mein digitales Tourenpaket, das nach jeder Scouting-Tour kontinuierlich aktualisiert wird, ist ab sofort in meinem Shop verfügbar. Es setzt sich aus mehreren zentralen Bestandteilen zusammen. Ein umfassendes digitales Roadbook mit über 300 Seiten im DIN A5-Format. Insgesamt 14 vollständig ausgearbeitete Routen, aufgebaut als Rundreise, inklusive Wegpunkten und Tracks. Mehr als 1000 Sehenswürdigkeiten, jeweils mit präzisen GPS-Koordinaten hinterlegt. Und ausgewählte Übernachtungsempfehlungen sowie eine Vielzahl fundierter und praxisnaher Reisetipps. Über praktische QR-Zugänge hast du die Touren in der Cloud von kurviger.com immer online verfügbar und jederzeit zum Herunterladen als Route oder Track für dein Navigationsgerät oder deine App griffbereit. Das Tourenpaket richtet sich gezielt an Motorradreisende, die entweder direkt starten möchten oder eine fundierte Grundlage für die Planung ihrer eigenen individuellen Reise suchen. Begleitend dazu findest du auf meinem YouTube-Kanal Videos unserer Scouting-Tour. Weitere Inhalte werden kontinuierlich folgen. Das Ready-to-Ride Roadbook versteht sich dabei bewusst nicht als klassischer Reiseführer mit ausführlichen Beschreibungen sämtlicher Sehenswürdigkeiten. Vielmehr dient es als praxisorientierte und strukturierte Planungsbasis, die dir maximale Flexibilität für deine individuelle Motorradreise ermöglicht. Einen ersten Eindruck beim Durchblättern des begleitenden Roadbooks konntest du bereits gewinnen. Lass uns nun einen detaillierteren Blick auf die einzelnen Kapitel und deren strukturierte Aufbereitung werfen. Das zentrale Begleitdokument liegt als PDF vor und enthält unter anderem hilfreiche Hinweise zur Anreise, beispielsweise per Fähre, aktuelle Einreisebestimmungen sowie Informationen zu notwendigen und empfohlenen Reisedokumenten. Ergänzt wird das Ganze durch praxisnahe Packlisten, ausgewählte Übernachtungstipps und natürlich die ausführliche Beschreibung der insgesamt 14 durchgeplanten Etappen. Jeder Etappe liegt eine aktuelle und sauber ausgearbeitete Routenplanung mit entsprechenden Wegpunkten zugrunde. Diese kann ganz einfach über einen Internetlink oder per QR-Code in der kurviger.com Cloud aufgerufen werden. Von dort aus lassen sich die Routen auch ohne kostenpflichtiges Abo direkt herunterladen, entweder als Route oder als Track für Navigationsgeräte oder entsprechende Apps. Selbstverständlich stehen alle Touren zusätzlich im GPX 1.1 Format zur Verfügung und können somit flexibel in unterschiedlichen Planungs- und Navigationssystemen weiterverwendet werden. In einer übersichtlichen Kartenansicht werden die wichtigsten Wegpunkte kompakt dargestellt, was die Orientierung entlang der gesamten Route deutlich erleichtert. Im Tourensteckbrief findest du die wichtigsten Eckdaten der jeweiligen Etappe kompakt zusammengefasst. Dazu gehören neben der Gesamtdistanz in Kilometern auch die ungefähre Fahrzeit, inklusive eingeplanter Pausen für Fotostops, Tanken, Besichtigungen sowie Essens- und Trinkpausen.
Die angegebenen Zeiten dienen dabei als realistische Richtwerte, die auf Basis der jeweiligen Scouting-Tour ermittelt wurde. Eine noch detailliertere Aufschlüsselung erfolgt in der Wegpunktetabelle, in der die einzelnen Streckenabschnitte auf Grundlage typischer Durchschnittsgeschwindigkeiten genauer betrachtet werden. Das digitale Roadbook versteht sich bewusst nicht als klassischer, ausführlicher Reiseführer. Dennoch wird jede Etappe kurz und prägnant beschrieben, sodass du einen schnellen Überblick über den jeweiligen Tourtag bekommst. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind jeweils die GPS-Koordinaten, eine kompakte Beschreibung sowie in der Regel auch ein Foto aus der Reise enthalten. Die Inhalte sind bewusst knapp gehalten, ideal, um sie vor der Tour als Grundlage für ein Briefing zu nutzen oder unterwegs bei ausgewählten Highlights schnell noch einmal nachschlagen zu können. Im Gegensatz zu vielen anderen Reiseführern habe ich bewusst darauf geachtet, eine durchgängige und zusammenhängende Reiseroute zu entwickeln und nicht lediglich einzelne Routenfragmente bereitzustellen, die erst aufwendig zu einer Gesamtreise kombiniert werden müssen. Im vorgestellten Beispiel handelt es sich um einen 14-tägigen Rundkurs, der sich jedoch problemlos an eine kürzere verfügbare Reisezeit anpassen lässt. Dies ist ohne größeren Planungsaufwand möglich. Gleichzeitig sind auch die einzelnen Etappen so flexibel aufgebaut, dass sie sich zwischen Start- und Zielpunkt jederzeit unkompliziert anpassen lassen, sei es durch Verkürzen oder Verlängern, ganz nach deinem persönlichen Zeitrahmen oder Fahrstil. Falls du meine gescouteten Routen nicht einfach nur nachfahren, sondern individuell anpassen möchtest, habe ich entlang der Strecke über 1000 Points of Interest, also sehenswerte Wegpunkte, für dich recherchiert. Diese findest du übersichtlich in einer eigenen Google My Maps Karte, strukturiert nach Kategorien wie Übernachtungstipps, Denkmäler, Gaststätten, Pubs, Distilleries und weitere relevante Highlights. Neben meinen eigenen Erfahrungen fließen hier auch zahlreiche Hinweise von anderen Bikern und Einheimischen ein. Diese werden von mir gesammelt, aufbereitet und sofern sinnvoll auch in die Weiterentwicklung der Routen integriert. Die Wahl von Google My Maps als Plattform ist dabei bewusst getroffen. Du kannst unterwegs ganz einfach per Smartphone Wegpunkte auswählen, Zusatzinformationen abrufen und dich direkt dorthin navigieren lassen. Gerade wenn du beispielsweise zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Städten unterwegs bist, kannst du die Navigation bequem über die gewohnte Google-Routenführung nutzen. Vielleicht hast du inzwischen einen guten Eindruck davon bekommen, dass mein Roadbook bzw. Tourenpaket deutlich mehr bietet als lediglich aufgezeichnete Tracks, wie sie von vielen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich ebenso wenig um ein Fotobuch mit persönlichen Erlebnissen oder einen klassischen detaillierten Reiseführer über ein Land oder eine Region. Vielmehr ist es ein digitales Ready-to-Ride-Roadbook speziell für individuell reisende Motorradfahrer konzipiert. Es ergänzt meine YouTube-Videos und richtet sich sowohl an diejenigen, die meine Touren direkt nachfahren möchten, als auch an Fahrer, die eine fundierte Grundlage für ihre eigene Planung suchen, ohne umfangreiche Recherche im Vorfeld. Mein Ansatz lässt sich dabei einfach zusammenfassen. Nicht lange planen, sondern auf erprobten Routen direkt losfahren und die Reise genießen. Mit dem aktuellen Schottland Roadbook, das in meinem Shop verfügbar ist, habe ich die Qualität und den Umfang meiner Tourenpakete auf ein neues Niveau gehoben. Ob sich der erhebliche Aufwand in der Vor- und Nachbereitung der Scouting-Tour langfristig auszahlt, wird sich zeigen. Schließlich handelt es sich nach wie vor um ein nebenberufliches Projekt. Gleichzeitig hoffe ich, auch professionellen Anbietern den einen oder anderen Impuls geben zu können, wie sich Motorradreisen zukünftig entwickeln könnten. Denn eines steht für mich fest:
Motorradfahrer dürfen bei geführten oder selbstgeführten Touren zu Recht mehr Qualität und Mehrwert erwarten. In diesem Sinne, euer Jürgen.